Ich grüße dich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wir machen heute ein fantastisches Mischbrot und wie du da selber ganz einfach vorgehen kannst, das möchte ich dir jetzt gerne zeigen. Dafür benötigen wir 500 Milliliter lauwarmes Wasser, ein Teelöffel Honig oder Agavendicksaft oder auch Zucker. Da könnt ihr variieren, wie ihr das möchtet. Und wenn der Honig nun so weit aufgelöst ist, gebe ich 7 Gramm Trockenhefe dazu oder einen halben Würfel frische Hefe. In das Hefewasser kommen 250 Gramm Weizenmehl Typ 1050 sowie 250 Gramm Dinkelmehl Typ 630 und zu guter Letzt Roggenmehl Typ 1150. Nun kommen noch 20 Gramm Salz dazu. Und dann wird das Ganze auch schon in die Küchenmaschine gestellt. Und nun vermenge ich einfach nur den Teig miteinander und lasse ihn auf Stufe 1 vermischen. Und danach kommt noch für circa 1,5 Minuten die Stufe 2 dran, so dass ich einen glatten Teig bekomme. So, nach 2,5 Minuten ist der Teig soweit. Es muss halt ungefähr diese Konsistenz haben. Befreie mal wieder meine Küchenmaschine von dem Teig. Ihr könnt sehen, wie butterweich der Teig hinuntergleitet. Jetzt bemehle ich mir einfach meine Arbeitsfläche. Und gebe den Teigling darauf. Und nun einfach ein bisschen noch von oben bemehlen. Ihr merkt, der klebt auch fast gar nicht. Jetzt lege ich und falte ich den Teig ohne großen Aufwand. Das kann man auch ein bisschen unliebevoll bei dem Teig machen. Und drehe ihn mir schon ein zur Kugel. Ihr könnt sehen, wie toll der sowieso auf Spannung ist. Und jetzt gebe ich den Teig so, wie er ist, mit der offenen Seite von unten auf mein Backpapier. Und das kommt auch dann schon in meinen gusseisernen Topf. So. Dann bemehle ich ihn noch mal ein bisschen von oben. Streiche das Mehl glatt. Und schneide den Teig noch ein. Das könnt ihr jetzt machen, ganz so wie ihr beliebt. Ruhig kräftig einschneiden. Das dürfen 1-2 Zentimeter sein. So sieht das Ganze jetzt einmal aus. Jetzt gebe ich einfach nur den Deckel drauf. Und nachdem gutes Brot natürlich bekömmlich sein soll, lasse ich es jetzt für 1 bis 1,5 Stunden an einem warmen Ort ruhen und danach kann es auch schon in den Backofen. Nun habe ich das Brot 1,25 Stunden ruhen lassen. Ihr könnt sehen, wie schön der Teig aufgegangen ist. Und jetzt kann auch schon wieder der Deckel drauf und ab in den vorgeheizten Backofen bei 240 Grad
für circa 60 Minuten. Nach einer Dreiviertelstunde ist es jetzt soweit und ich kann das Brot sogar schon rausnehmen. Schaut euch das mal an, wie fantastisch das Brot aufgegangen ist. Jetzt müssen wir nur einmal schauen, ob es schon durch ist. Und das ist ja noch viel wichtiger als nur das gute Aussehen. Und um zu überprüfen, ob das Brot fertig ist, machen wir mal die Klopfprobe. Vorsicht, heiß natürlich, aber das sieht gut aus. Das hört sich super an. Jetzt kommt mir das Ganze noch auf einen Rost bzw. einen Brottrockner, Auskühler. Ich weiß gar nicht genau, wie man das ehrlich gesagt nennt. Und wenn es dann soweit ist, können wir es einmal anschneiden. Das Brot ist jetzt soweit ausgekühlt und hört euch das mal an. Super knusprig und jetzt schauen wir es uns einmal von innen an. Eine super saftige Krume. Schön luftig, weich, von außen knusprig. Genauso muss ein gutes Brot sein. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken, einen guten Appetit und bis demnächst. Pfiat euch!